Ich habe das Gefühl, wenn wir jedes Jahr genau das Gleiche machen, Sofa, die schnellen Bilder, irgendwann überrascht es die Leute einfach nicht mehr so. Wir könnten mal etwas Neues ausprobieren. Wir könnten einfach in ein Flugzeug reingehen und dann ist der Papa der Captain, er bringt das Gepäck rein. Andere Idee, wir gehen aufs Boot, wir haben nämlich ein Boot. Oder wir könnten auch und machen dort ein wunderbares Video, ein schönes See im Hintergrund, die Berge. Herzlich willkommen zu unserem alljährlichen Format, AF-Jahresrückblick. Meerbienen in Basel. Insbesondere bei den Babyboomer. Verbindet. Kundinnen und Kunden. Not only Unicorns. Stimmung ist perfekt. Im 2025 ist bei uns wieder unglaublich viel gelaufen und gerne erzählen wir euch ein bisschen, was so gelaufen ist. Als allererstes haben wir gedacht, wir müssen den Teamspirit ein bisschen behalten. Darum sind wir Skifahren. Und bowlen. Der Text. Das 25 ist ja das Jahr der Events gewesen. Und darum haben wir für den ESC die ganze Schweiz bereist und haben den schönsten Ort mit der Drohne aufgenommen. Zudem haben wir wieder auf Weltreise dürfen und sind unter anderem in Marokko und in Shanghai gewesen, um extrem emotionale und schöne Personenporträts aufzunehmen. Während der Robin die schönsten Bilder eingefangen hat, hat der Pablo sich ein Virus eingefangen und hat nach der Rückreise in Quarantäne müssen. Aber nicht nur ich habe geschnupft, sondern auch unsere Werbung für Imono One mit dem Jacob. Mit der NZZ sind wir ein paar Drohnen gefilmt. Very exciting. Ich bin im Fernsehen gesehen. Für mich sehr fragwürdig. Und zudem sind wir seit dem 25 auch Mitglied von Ballimash und der Swiss Film Association. Stark! Also wirklich sehr speziell. Wir haben unsere Webseite endlich überarbeitet und unser Angebot ist jetzt klarer und bis ins Detail aufgelistet. Ich habe sehr viel Zeit investiert, also könnt mal vorbeischauen. So wie im Klaus seine Fußball nicht mehr von der mittleren Brücke weggekommen sind, ist auch der Pablo wegen dem Fußball nicht mehr vom Büro weggekommen. Pablo, ich will raus! Apropos Fliegen. In diesem Sommer sind wir mit dem Helikopter über unser wunderschönes Basel geflogen und haben die schönste Perspektive aufgenommen. Übrigens, auf unserer Webseite sind all die Bilder erhältlich. Wenn auch du so einen wunderschönen Kalender von Basel willst, Dann Leute jetzt an unter der Nummer, die unten eingeblendet wird. wenn du 2 nimmst, kriegst du 3 dazu, wenn du 4 nimmst, kriegst du gar keinen. Mit dem Helikopter sind wir nicht nur selber geflogen, sondern haben auch Helikopter gefilmt, Mobilfunkmast zu verschieben. Und wie es so schön war, haben wir auf dem Flüelenpass auch noch gerade einen Mast aufgestellt. Damit hast auch du das beste 5G-Netz, um unseren Kalender zu kaufen. Ihr wollt, dass wir ein besseres Social-Media-Angebot haben. Und darum sind wir in Engelberg an Social Media Summit, um unsere Skills zu schärfen. Wir haben ein neues Auto. Nachdem mir einer hinter eine Zeit reingetatscht ist. Wie da in die Windeln gemacht hat. Aber wir sind ganz froh über das neue Fahrzeug. Nein, ist ganz okay. Wir sind am allerletzten Flaneur dabei gewesen und der Martin hat wieder durch die Swiss Indoors Halle düsen dürfen. Wir haben ein paar Studio-Dreis gehabt und der Pablo ist ein bisschen Wellenreiten. Wir haben eine coole Kampagne für BKB dürfen drehen. Wahrscheinlich sind wir schon ein paar Mal drüber gestolpert oder sogar schon selber damit gefahren. Da fällt mir jetzt auch noch eine ganz tolle Geschichte bei euch ein. Zum guten Sommer gehört natürlich auch das Böteln. Und mit dem Surfen hat es recht gut geklappt. Mit dem Luftring ist es dann eher ein bisschen wild geworden. Und natürlich darf auch der Oblet Norwisch Sonnenbrand nicht fehlen. Bödeln sieht bei uns so aus. Der Neidhart beim Segeln, so. You know, the winds were shifting too strong, big waves, raining, cold, whatever. Der Robin hat einen neuen 3D-Drucker und der läuft also wirklich 24/7. Und unsere Röbi ist also auch 24/7 unterwegs. Entweder dabei, Festplatten von den Tisch abzureißen oder unauffindbar, Hauptsache nicht in der Ladestation. Für Schweiz Tourismus sind wir dieses Jahr wieder Reisegruppen filmen. Und auch an der Edis sind wir gesehen. Leider haben wir nicht gewonnen, aber der Pablo war in der Jury. Trommeln und Leuchtsticks haben natürlich auch nicht fehlen dürfen. Und im Stadtcasino haben wir Orchester hören. Für die Novartis haben wir ein Porträt in Kinoqualität aufgenommen. Und für eine Volta haben wir eine Case Study produziert. Nach 5 Jahren haben wir endlich unsere Ananas können schlachten. Generell, gutes Essen darf natürlich bei uns sowieso nie fehlen. Und so muss ein Kindergeburtstag aussehen. Tradition beim Weihnachtsessen ist natürlich der Rundlauf. Und dass sich der Pablo vollsäulet. Sie lachen heute nicht über mich. Und weil wir die meisten Projekte, die wir täglich daran arbeiten, gar nicht zeigen dürfen, zeigen wir sie euch jetzt trotzdem. Wenn viel läuft, dann was haben wir jetzt eigentlich so?
Hey, wie die Zeit verstreicht. Auch das Jahr ist wieder unglaublich schnell vorbeigegangen. Zack, zack. Tschüss. Ich trage jetzt extra eine Uhr, aber die Zeit läuft auch nicht langsamer. Aber bekanntlich rennt die Uhr ja auch, wenn man es schön zusammen hat. Und darum wollen wir uns bei allen draussen ganz, ganz herzlich bedanken. Freunde, Familie, Partner, Kunden, fühlt euch alle angesprochen. Nur dank euch gibt es uns, nur dank euch haben wir eine gute Zeit und dürfen das machen, was uns wirklich, wirklich am Herzen liegt. Und freuen uns extrem auf 2026 zusammen mit euch. Und übrigens, das Jahr sind wir 10 geworden. Was? Und übrigens der Kalender.